Schön, dass du wieder mit dabei bist und jetzt geht's los. Ab ins Dorf. Thank goodness I was here. But any further attacks and... An exorcist. Was that Dial she slew? No, it wasn't a lizard demon. Are you crying? It's just... everything that's going on. Demons run rampant in the Outlands, and yet the Abbey has explicitly chosen not to come to their aid. It's true we haven't the forces to be everywhere at once, and the people of the Outlands refuse to obey the Abbey's rules. It's a heartless decision, I know, but it follows from the Abbey's perfect logic and principle. Why make excuses to me? I'm not making... My name is Eleanor Hume. I am a praetor patrolling for the Abbey. What is your business here? We heard there was a murderous demon in this town who fled from Helavis. The Shipping Guild incident, yes. I've been looking into it, but I haven't found any clues yet. Worry not. We will track down that foul demon and put it to the sword. Did the exorcist lady go away? Yeah, she's gone. Oh, good. I didn't want us to get eaten. Eaten? I mean, I don't know anything about a demon. It's fine, you can tell me. I'll keep it a secret, I promise. There's a lizard demon in a cave to the north. He said he'd eat the whole village up if I told anyone. I'll give you these. Don't tell anybody, all right? Got it. That's a promise. A cave to the north. Gotta say, the folks here really don't trust the exorcists, do they? This is actually rather good. What's wrong? A worm? Nothing. Can't taste a thing. Huh? We learned what we need to. Let's look for that cave. That woman said she was patrolling for the Abbey. What's that mean exactly? They're hand-picked agents who travel the kingdom gauging the Abbey's success in the demon fight. They also make sure the other exorcists are conducting themselves properly. I suppose you could liken them to military police. Since the Abbey imposes so many rules on the populace, they want to show they're above board. But if they need to police themselves, isn't that as good as announcing corruption in the ranks? Some would say it's more honest this way. Idealism alone won't change the world. Maybe that's why our determined little exorcist was crying. I bet you're right. That does fit the picture. Although it's best not to take a woman's tears at face value. Huh? Just some common wisdom. Jawohl. Was ist mit dem Apfel? Warum schmeckt er dir denn nicht? 4 Geld, was für ein Schatz. Das Apfelmädchen. Erzähl niemanden von meinem Echsendämon in der Höhle. Ganz doll versprochen und wird auch nicht gebrochen, ja? Machen wir. Wenn wir nach Helavis gehen, können wir niemandem sagen, dass wir aus diesem Dorf sind. Sonst verfolgen sie uns. Okay. Wir können mit diesem Jack interagieren. That's one fine yak you've got there. What an adorable face. You might not want to lean in too close. Why? That is nasty. That's why. Yaks ruminate the food they eat while they digest it.
Their burps are one of the foulest things you'll ever smell. Same as cows and goats. Everyone who's raised livestock knows that. I think that point's been driven home. That's a smell I never want to ruminate on myself. Merkt ihr das für die Zukunft? Die Rülpser stinken. Das Dorf hat früher Schwefel verkauft, der aus der Höhle im Norden stammte. Jetzt läuft der Handel stattdessen über Hellavis. Und bei uns tut sich so gut wie nichts mehr. Wir können nur noch Kohle herstellen und Yaks züchten. Eine Bronzetruhe, 450 Geld. Ja, wir werden hier reichlich mit Geld beschmissen. 2866 Geld. Okay, ich möchte mich jetzt erst einmal noch im Dorf umsehen. Hier oben gibt es ein Hotel. Mit einem Speicherpunkt. Auch 100 Geld. Wir wollen jetzt aber nicht schlafen. Abgesplitterte Kupfermünze. Dasselbe. Diese Eleanor hat eine etwas seltsame Exorzistin. Wir sind hier gegen die Abtei und sie kommt trotzdem und stellt uns diese ganzen souveränsten Fragen. Ich glaube nicht, dass sie ein schlechter Mensch ist, aber sie wird nicht lange leben, wenn sie nicht schlauer vorgeht. Aber dieser Deal ist wirklich ein Schuft von einem Sohn. Er ist losgezogen, um sein Glück zu machen. Und was aus ihm geworden? Ein Mörder. Und dieser alte arme Mann ist immer noch davon überzeugt, dass er irgendwann zurückkommt. Wer? Er? Vergiss es. Ich habe ihn aufgegeben. Aber dieses Dorf, das haben wir im Schweiße unseres Angesichts errichtet. Ich werde es nicht der Abtei überlassen, egal was sie sagen. Okay, hier ist noch ein Katzgeist. Hier ist ein Geschäft. Willkommen, mein Vater war Schmied und ich verkaufe die Dinge, die er hinterlassen hat. Dann schauen wir uns doch mal an, was es so günstiges gibt. Verbrauchsgüter in Besitz 8 Stück Apfelgelee sollte noch reichen. Haben wir ja noch nie angewendet. Dann haben wir hier neu. Oh, rechts seht ihr immer die Statuswerte. Das wäre super. Bernsteindolche. Kann auch bloß eher anwenden. Und Bernsteinklinge nicht so gut. Also die könnten wir einmal kaufen für ihn. 346. Das machen wir. Der Laden hat Level 2 erreicht. Du hältst hier ab jetzt an den Preisnachlass. Und Objekte halten Ventil des Wanderers. Erhöht das Bewegungstempo auf der Karte um 10%. Ja, das ist doch mal interessant. So. Weiter geht's. Mit Bernsteingürtel schlechter als unserer. Der ist besser für ihn. Auch gut, auch gut. Ich nehme den, weil hier immer nochmal die Arteverteidigung plus 5. Statten wir ihn aus. Nehmen wir mit. Muss ich mir jetzt bloß merken, was ich alles gekauft habe. Einmal für uns schlechter. Hier Arteverteidigung für ihn besser. Und hier sind ganz viele Statuswerte für ihn besser. Also die KP geht 30 hoch. Zauber geht 5 hoch. Ich glaube, ich nehme für ihn noch hier die... Geht zwar 6 in der Verteidigung runter in der Rüstung, aber die Bernsteinweste, glaube ich, nehme ich für ihn mit. Dann haben wir noch Ringe, Lernring. Scheint jetzt nicht so interessant zu sein. Schuhe. Fangen oben an. Überall geht der Rüstungswert runter. Hier nur der Fokus nach oben. Also ich kaufe jetzt nur mal diese. Da geht der Fokus nach oben. Weil ich will jetzt den Rüstungswert nicht noch mehr verschlechtern. Und das war's. Einmal kurz ausrüsten. Halt. Für uns haben wir nichts gekauft für die Velvet. Bernsteindolche. Jawohl. Schauen auch gleich wesentlich
aggressiver und goldener aus. Bernstein-Talisman. Bernstein-Weste. Da haben wir keinen. Stiefel hatten wir diese, genau. Und Titel hat er noch keinen. So, neu ausgestattet. Weiter geht's. Rosmarin erhalten. Hier hinten geht's nicht weiter. Spinat. This village seems much more run down than Helavy's was. This is where the Abbey sends its malcontents. Don't conform or accept the Abbey's rules or commit a crime, and you'll end up here with the rest of the refuse. And I take it the Abbey doesn't care what happens to this place. So, disrupt their precious order, and you get banished? Exactly. I'm sure they'd say it's all part of their notion of reason. Oh yeah, that exorcist Eleanor said something like that. After the Advent, the exorcist showed up to quell the tide of demons and to restore the human world. But demon blight keeps spreading, and the only places they can keep safe are a few of the bigger cities. There aren't enough exorcists to protect everyone. When the going's tough, cut off any excess baggage. It's the rational thing to do. I suppose so, but it's too heartless. And that right there, that's the Abbey for you. Humans aren't livestock, and we're not machines either. That's why some of us here, myself included, chose to live here of our own accord. Guess there are all types of humans out there. The important takeaway here is that exorcists are neither invincible nor infallible. Du magst mir fremd sein, aber ich werde dich deswegen nicht schlecht behandeln. Dann wäre ich nicht besser als die Abtei. Okay. Ich wollte mit meinem Freund in der Höhle Teer herstellen. Wir haben 8 Jahre an dem Plan gearbeitet. Nun, Lady Theresa hat uns das gründlich vermasselt. Hat einfach gesagt, dass es unnötig wäre und das war's. Warum mischt sich die Abtei in unsere Angelegenheiten ein? Das ist wirklich eine Schande. Ich weiß, dass es frustrierend ist, aber es ist besser, den Mund zu halten. Ihr wisst ja, wie viel Wert sie auf ihre Ordnung legen. Also keiner darf mehr in die Höhle im Norden. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Oben geht's in die Fägal-Eisspitzen. Geht zur Höhle nördlich des Dorfes. Also gut. Die Truhe haben wir geöffnet. Wir sind jetzt aber gar nicht da unten entlang gegangen. Weil ich dachte, in der Geschichte geht es da an der Abzweigung weiter. Dann schauen wir nochmal kurz einen Sprung hier vorbei. Safran. Sehr hochwertiges Gewürz. Ja, ich hätte mal gesagt, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier vorbeizuschauen. Dorfbewohner. Ihre Regeln und Befehle ergeben keinen Sinn. Ja, ich habe für mein krankes Kind Medizin gestohlen. Welches Elternteil würde das nicht, wenn sein Kind sich vor Schmerzen windet und den Tod nahe ist? Es ist wirklich ein Verbrechen, das mit Verbannung bestraft werden sollte. Zum Öffnen dieser Katzkiste werden 15 Katzgeister benötigt. Möchtest du sie jetzt öffnen? 28 besitzt man. Na klar, mach mal. Du hast eine Katz gefunden. Okay. 2 Katzgeister gefunden. Ja, was kann ich denn jetzt mit der Katz? Safran, Safran, Spinat. Das sollten wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Prüfen. Flammensteinsplitter. Und eine goldene Truhe. Zwillingsamulett. Ein Talisman für die Geburt und für den Schutz von Zwillingen. Klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. Ein Amulett. Wo kommt das Amulett? Ach, ist gar kein Ausrüstungsgegenstand. Ich dachte, die goldenen Truhen sind Ausrüstungsgegenstände.
Ah, sind sie auch. Okay, Zwillingsamulett kann er tragen anscheinend. Hier, okay. Mein kurzer Angriff geht runter von 130 auf 115. Die Verteidigung geht wahnsinnig hoch und die Abwehr-ATS geht auch hoch. Wir nehmen jetzt den einfach mal, weil der in einer goldenen Truhe war und ich das eigentlich cool finde, dass wir eine goldene Truhe gefunden haben. Dann machen wir halt mehr Verteidigung, weniger Angriff. Schauen wir uns halt einfach mal an. Wir können ja dann bei Bosskämpfen immer mal noch wechseln. So, jetzt aber ab. Raus aus dem Dorf. Eingekauft haben wir, Truhe nochmal geöffnet. Wait. My granddaughter said she spoke with you. Hey, hold up. It's not like we threatened her or anything. Don't worry, I know. I gather you intend to continue your travels, yes? Then take this. It's nothing fancy, but hopefully it helps. Kochen wurde dem Menü hinzugefügt. Versuche jetzt diese Option aufzurufen. Durch das Essen von Gerichten werden die KP der Gruppe wiederhergestellt und sie erhält im nächsten Kampf Bonuseffekte. Das Kochenmenü bietet 3 Optionen. Mit Autokochen kannst du ein Gericht auswählen, das nach dem Kampf automatisch zubereitet wird. Mit Kochen und Essen kannst du sofort ein einzelnes Gericht zubereiten und verspeisen. Unter Fertigkeiten kannst du deine erlangten Kochfertigkeiten ansehen. Beginnen wir mit Kochen und Essen. Indem du Kochen und Essen auswählst, kannst du sofort ein Gericht zubereiten und seine Effekte aktivieren. Links befinden sich die Liste der Rezepte, die du erlernt hast. Rechts befinden sich Informationen zu jedem Rezept. Die für das ausgewählte Rezept erforderlichen Zutaten werden unten rechts angezeigt. Wenn du die benötigten Zutaten hast, kannst du das Gericht kochen. Versuche zunächst einmal Stachelschweinwürstchen zuzubereiten. Wähle das Rezept aus der Liste aus. Als nächstes wähle den Charakter, der kochen wird, und die anzuwendende Kochfertigkeit. Jeder Charakter hat andere Kochfertigkeiten. Wähle erst einmal Velvetsfertigkeit, Betäubung -10. Dieses Gericht essen. Food's ready. It's nothing special. Das Essen ist fertig, aber nichts Besonderes. So, das Gericht ist fertig. Du profitierst nun von seinen Bonuseffekten und der Charakter, der es gekocht hat, erhält Kocherfahrung. Sobald ein Charakter genug Kocherfahrung angesammelt hat, steigt sein Kochlevel und er erhält zusätzliche Kochfertigkeiten. Das Kochlevel jedes Charakter wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Als nächstes sehen wir uns die Option Autokochen an. Bitte wähle sie aus dem unten stehenden Menü aus. Die Effekte jedes Gerichts halten nur einen Kampf lang an. Das heißt, in weiteren Kämpfen wirst du nicht davon profitieren. Durch Autokochen wird für deine Gruppe nach jedem Kampf automatisch ein Gericht zubereitet. Allerdings brauchst du dafür auch weiterhin die erforderlichen Zutaten. Die Option Autokochen funktioniert auf die gleiche Weise wie das normale Zubereiten eines Gerichtes. Wenn du dich auf der Karte befindest, wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt, wie oft das ausgewählte Rezept noch automatisch zubereitet werden kann. Fehlen die notwendigen Zutaten, wird hier keine Zahl angezeigt und es wird nach dem nächsten Kampf auch kein Gericht zubereitet. In diesem Fall musst du deinen Vorrat an Zutaten aufstocken oder ein anderes Rezept auswählen. Nutze die Möglichkeit, Gerichte zu kochen, bei deinen Abenteuern zu deinem Vorteil. Ah, now that hit the spot. Hey, Velvet, can I ask you a question? You can do whatever you want, but just because you ask doesn't mean you're getting an answer. So, about that whole apple thing, you can't taste anything? Not entirely. I can taste blood. Nothing else? Nothing. And I don't think I can feel full either. You don't think? You talk like you've never had a good meal before. I haven't. Not normal food, at least. Not since I became a demon. So, what have you been eating? Please.
You were in that prison with me. I'm sorry. Forget it. This is just what I am now. As long as I have a recipe, I can still cook. And now I don't even have to worry about how it tastes. I suppose. Food keeps my strength up. That's all I care about. 5-mal durchwachsenes Stachelfleisch. Ein neues Rezept. Und noch ein Gespräch. Oh yeah, the guy at that weapon shop gave me some booze for the trip. I nearly forgot about it. You really think it's a good idea to drink when we've got demons to fight? A little drink'll warm me up. I thought you couldn't feel the cold. That's true, I suppose. Well, I'm not drinking it anyway. I'm using it for something. Like what? Got some wounds to clean? That's one use for it, sure. But I've got something more practical in mind. By pouring it on the pegs that hold the blade and hilt together, the wood will swell and hold everything firmly in place in battle. You've got such a one-track mind, I swear. That's just the kind of demon I am. Okay. Wir sehen jetzt auch schon dieses Essenssymbol rechts am Bildschirmrand. Ich schaue jetzt einfach nochmal ganz kurz rein auf das Kochen-Symbol. Kochen und Essen. Wir haben jetzt nur dieses eine Gericht. Jemand KP sind unter 75. Okay, wenn jemand 75% seiner KP hat, dann stellt es 20% der KP wieder her. Jawohl. Benötigte Zutaten, Stachelschwein, Fleisch und Muskat. Haben wir 5 und 7. Das bedeutet, wir können das Ganze 5-mal kochen. Dann machen wir doch hier einfach mal Fertigkeiten. Wenn aktiv werden Betäubungseffekte für eine bestimmte Zeit um 10% verringert. Okay, das haben wir. Auto kochen. Nach dem Kampf essen, ja. Gericht wählen, Stachelschweinsfleisch. Gewählt von Verbrennung minus 40, Betäubung 10%. Wir nehmen jetzt mal Sie, diese Autokochen-Einstellungen nutzen. Ja. Ja, und jetzt gleich essen. Nee. You sure you want me for this? Wollt ihr... Ah, so schnell konnte ich nicht lesen. Essen nach dem Kampf. Okay. Wird alles angezeigt. Schaut gut aus. Jetzt sehen wir auch die Zahl unter neben dem Besteck. Jawohl. Also in der Folge schaffen wir es hier leider nicht mehr raus. Aber in der nächsten Folge begeben wir uns raus. Nach jedem Kampf wird gegessen. Mal schauen, was das für tolle Effekte und was noch mehr dahinter steckt. Ich gehe mal von einem Bosskampf aus, wenn wir im Norden ankommen. Freue mich schon drauf. Also bis zur nächsten Folge. Bis dahin, haut rein.